24 Angler auf 12 Booten jagen 3 Zielfische. Jawohl! Mit fast 2000 PS auf riesigen Wasserflächen. Yes! Für einen Titel. Der YPC Boat 2022 wird präsentiert von Finnwal, Humminbird und LMAB. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 8. Folge des YPC Boat 22 und damit zur letzten und entscheidenden Folge der Gruppe B. Abu Garcia liegt nach wie vor auf Platz 1. Das B1 Bootscenter ist Zweiter. Diese beiden Teams sind die einzigen mit einer Fullcard. Auf Platz 3 und 4 liegen Bullseye und LMAB. Beide brauchen Barsch, um die Karte voll zu machen. Bullseye einen, LMAB noch 2. Auf Platz 5 ist Hardy Rice, die noch 4 Fische, darunter einen Barsch und 2 Zander brauchen. Westin auf Rang 6 fehlen noch 2 Hechte und 2 Zander. Hardy Rice versucht es momentan auf dem Hollandsdieb auf Zander. Westin fischt weiterhin in der Merwede, Bullseye in der Dortschen Kiel und B1 auf dem Haringfleet. Abu Garcia und LMAB haben die Schleuse genommen und sind nun auf dem Volkerak, allerdings mit unterschiedlichen Plänen. Während Simon und Freddy einen großen Hecht fangen wollen, um abzugraden, sind Enrico und Daniel auf dem Spot, auf dem sie im Lure Masters Turnier und auch im Training zuverlässig große Barsche fangen konnten. Doch die Konditionen sind nicht mehr dieselben. Ob wir diese beiden Barsche kriegen, steht natürlich ein bisschen in den Sternen. Die Bedingungen sind brutal. Also wir haben eine Windstärke 5 in Böen 6. Die Wellen sind echt heftig und ich hoffe einfach, dass wir vielleicht noch die 1 oder 1,5 Stunden von unserer Restzeit etwas weniger Wind bekommen, um hier einfach am Platz noch mal ein bisschen ruhiger zu angeln und genauso, wie wir es hier gewohnt waren. Denn solche Bedingungen hatten wir hier im Vorfeld nicht. Enrico klingt im Hinblick auf die Wetterlage nicht wahnsinnig glücklich. Freddy, der nun mit Simon auf Hecht angelt, scheint die Bedingungen für ihren Plan dagegen ziemlich gut zu finden. Wind, Sonne-Wolken-Mix, bisschen Schaumkronen, eine schöne 5 in Briesen 6. Genau mein Wetter für große Hechte. Einen Biss brauchen wir. Das ist jetzt 5 Stunden brutales Freiwasserangeln über 10, 15 Meter. Werfen, durchkurbeln, den Köder so auf halber Wasserlinie halten. Man muss jetzt ein bisschen schauen, wie weit die Fische auch hochkommen wollen. Wir werden ziemlich präzise auf 4 Meter den Köder halten und dann zwischendurch mal auf 6 runtergehen und gucken, was die Fische wollen. Zähes Angeln. Ich denke, dass Enrico, dass die im Kraut angeln werden. Da bringt man auf jeden Fall mehr Fische auf aufs Messband, aufs Maßband. Aber wir hoffen halt auf einen Fisch irgendwie so 1,10 Meter plus. Das wäre halt das Optimale für uns jetzt. Ne? Und da zocken wir jetzt einfach mal drauf. Yes! Ja, aber ein Rapfen! Das ist so eine Scheiße. Ich sag's dir. Was haben wir verbrochen, Pascal? Ich weiß es nicht. Da nimmt man Schnur und haut rein wie blöd. Oh Mann. Dann war das vorher auch schon ein Rapfen, wie der so weggefahren ist. Ah, Jesus Maria. Meine, der Drill war natürlich fantastisch jetzt. Komm her, du. Da ist er. Nicht der Zielfisch, Aber Fisch. aber ein geiler Fisch. Geiler Drill. Petri. So, den hauen wir auch direkt wieder rein, damit wir auf unsere Zielfische weiter angeln können. Wow. Josefs Rapfen bringt Spaß, doch leider keine Punkte. Auch bei Bullseye sind die Fische in Beißlaune.
Ah, ausgekommen. Scheiße, scheiße, scheiße. Fisch! 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 Komm, ist ein Zander. Yes. Genau 43. Es war ein kleiner, aber der erste Zander. Kann so weitergehen. Danke. Und weiter geht's. Da ist der 5. Wertungsfisch und der erste Zander für Hearty Rice. Der Spot scheint schon mal nicht verkehrt zu sein. Ja, es ist Halbzeit. Sonderspot hier zeigt sich jetzt auch nicht gerade von seiner großzügigen Seite. Bin mir sicher, dass wir hier noch einen besseren erwischen. Ich habe nur ein bisschen Angst um den Bugmotor, um den Akku, weil der muss jetzt ganz schön arbeiten heute. Ich weiß nicht, ob der durchhält. Ich hoffe es. Gefühlt nimmt die Strömung jetzt ein bisschen ab, aber der Seitenwind ist halt immer noch brutal. Mit der Jig-Whip hat man so auch noch Köderkontrolle, aber es ist schon echt Konzentrationssache und muss auch schauen, dass man nicht in jedem Wurf einen Köder weghängt. Aber Fisch. Wieder so ein kleiner. Bringt uns nichts. Der bringt gar nichts. Es beißen nur die Kleinen, doch immerhin beißt überhaupt etwas. Bei Westin, die heute noch keinen einzigen Biss vermelden konnten und nun die Power Hour begonnen haben, ist die Laune verständlicherweise im Keller. Ja, so langsam macht sich die Verzweiflung immer breiter. Wir wissen nicht, warum es nicht funktioniert. Es hat gestern so gut funktioniert. Und wir probieren jetzt mal die Power Hour zu nutzen und schleppen Crankbaits an der Kante. Probieren das jetzt eine Stunde, vielleicht auch nur eine halbe und dann fahren wir wieder auf die Buhnen und jiggen weiter in der Hoffnung, dass die Strömung auch wieder kommt. Das ist das Einzige, was heute gar nicht ist. Aber auch kein Barsch, kein Hecht als Beifang, gar nichts. Es ist zum Verrücktwerden. Drückt uns die Daumen, dass hier jetzt was geht und dann fahren wir gleich wieder rüber zu unseren Buhnen. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal einen Plan überlegen. Weil A, B und C hat nicht funktioniert. Vielleicht werden wir bis Z fertig und dann haben wir unsere Fische auch zusammen. Also ich bin für Schleppen, weil hier vertikal fischen Nein! ist genauso scheiße wie alles andere. Also da würde ich lieber. Ja, Vertikalangeln brauchst du jetzt nicht machen. Aber wie gesagt, wir sollten nicht zu weit reinfahren, weil wir nur eine Stunde Zeit haben dafür, ne? Wir fahren eine halbe Stunde hoch und eine halbe Stunde runter. Ganz Ja. einfach. So machen wir das. Nein, weg! Wirklich. Unglaublich! Endlich der erste Biss des Tages für Westin, doch der Fisch steigt aus. B1 hat auf dem Haringfleet gerade zu einer neuen Drift angesetzt. Während Tobi Chatterbait fischt, setzt Frank auf einen dicken Hechtschlappen. Ist es die richtige Taktik? Wird sich zeigen. Komme. Komme. Adrian, beiseite. Pass. Pass, bei dir. Ah, den brauchen wir. Ja! Da ist er! Frankie! Tobi, du hast es. Schöne Teil. Super, sehr gut. Ankerfunktion? Ist drin, alles gut. Geil. Da ist er. Herrlicher Fisch. Verbessert, ja. Ja, verbessert. 43,5. Oh, guck mal, 44. 44er Barsch. Bisher scheint Tobis Taktik besser aufzugehen als Franks, denn einen Bladed Jig beim Hechtangeln einzusetzen, wahrt eben auch die Chance auf einen Beifangbarsch.
Der zweite 44er verbessert das Scoreboard von B1 nochmal um 8 Punkte. Bullseye hat sich nun entschlossen, auf dem Holland Steep auf den fehlenden Barsch zu gehen. Die Uhr tickt erbarmungslos. Bei uns läuft die Zeit einfach so schnell. Es ist unglaublich, wenn man einen Fisch braucht. Aber wir fangen nur einen Barsch. Irgendwann fangen wir an. Wo ist die Route? Der ist entweder ab oder klein. Ab. Oh nee, oder? Oder kleiner Barsch oder so. Nee, ist noch dran, aber. Ist noch dran, André. Oh nee. Krieg eine Meise. Was ist denn hier los? Oh je. Nicht unser Zielfisch. Endlich Fischkontakt. Aber nicht das, was wir brauchen. Westins Power Hour verläuft bisher alles andere als nach Plan. Harty Rice möchte nun mit derselben Technik angreifen. Wir sind in die Arma hochgefahren und werden hier unsere Power Hour im Uferbereich mit Schleppen verbringen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Fische lokalisieren können, vielleicht auch ein paar Barstrupps. Und dann werden wir mit Sicherheit auch mal anhalten und die Stellen abwerfen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Köder ins Wasser bekommen. Und gleich starten wir dann mit unserer Power Hour. Wo sind's Die denn? Fischlein, Wo sind's denn? Fischelein, Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Fisch, komm zu Papalein. Los geht! Let's go! Power Hour! So, das sind jetzt Barsche, die holen wir sie jetzt gleich. Bisschen ausrasten jetzt. Ah. Nächster. Schon wieder das gleiche? Nee. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall kein Meterhecht. Wenn er schon wieder weg ist vom Gefühl her, Ja. dann ist es das gleiche wieder. Oh nee, ein Barsch. Aber das könnte. Na, okay, schon mal. $33, 32,5. Der erste Fisch, der leider nicht in die Wertung geht für uns, aber immerhin ein Lebenszeichen. Puh, hoffentlich sind sie jetzt wach. Beide Fische kamen jetzt auf den Bassbite. Gibt es in 3 Größen, 4, 5 und 6 cm. Das hier ist die große Größe. Farbe Stil Sardinen, sehr natürlich gehalten. Noch mit dem orangenen Bauch als Zusatzreiz. Läuft sehr aggressiv, fängt auch super Fische, aber leider noch keine Wertungsfische für uns. Die Route muss wieder rein, wir machen weiter. Was ist mit dem Duckjet los? Die sind gerade. Jutta? Ja, kommt erstmal. Könnte ein Jutta sein. Ja! Voll! Auf der anderen Seite. Ja. Vorsicht, der dreht sich. Haben wir ihn? Ja! Wir haben ihn. Und da ist er. 6 Stunden gekurbelt. Alter, 6 Stunden. 6 Stunden gekurbelt. Was ist los mit dem Duckjet? Bam, ist eingestiegen. Ja. Danny würde sagen, er liefert. Oh, der liefert. Vertrauen in den Köder. Da ist er. Mann, was für ein Fisch. So lange gekämpft. So, ich bin dran. Gerade. Haltet Maul zu. Ja. Ja, wo ist er denn? So. Ja. So, mach mal, schieb mal Flosse ab. Ja. Meter, knapp. Genau 1 Meter. Ja, 1 Meter. So. Ja. Ja. Das ist ein Kampf.
Na also, Franks Köderwahl zahlt sich doch aus. Der gewünschte Großhecht landet im Kescher. Ein Upgrade von weiteren 25 Punkten bringen das B1 Boats Center noch näher an die Finalteilnahme, zumal die Konkurrenz gerade ganz andere Sorgen hat. Kriegst du nicht raus, oder was? Das für ein Stängel hier, der ist robust. Stabil. Das Ganze mal wieder ein bisschen Uferangel-Feeling kriegt hier. So, Herbert, Rüber wieder. An den Spot. Rüber wieder. Draußen pfeift schon der Wind durch, das ist schon heftig. Das ist es war ein Barsch, der hatte ungefähr diese Größe hier. Ja. Aber Respekt, ich habe den Biss gespürt. Muss ich mich selbst loben. Westends Pleitenserie mit Aussteigern und falschen Fischarten geht weiter, doch der Galgenhumor sorgt immerhin für einen Hauch von guter Laune an Bord. Bei LMAB ist es nach einem ereignisreichen Vormittag verdammt still geworden, denn die so dringend benötigten Barsche beißen bisher überhaupt nicht. Mike. Scheißegal. Muss ein Hecht sein. Ja, ist ein guter. Just bring him home. Noch nicht. Du musst kurbeln, Daniel. Yes! Okay, auf den Wurm. Ich habe eigentlich auf den Wurm gewechselt, um einen Barsch zu bekommen. Ich brauche einen dringend Barscher und dann ging der Pike jetzt drauf. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ja, auf jeden Fall. Auf der Harp 79,5. 80. Ja, 80er Hecht, schon ein Upgrade. Auf den Wurm. Auf den neuen Wurm. Richtig nice. Obergeil. Nice, Daniel, Mann. Richtig, richtig geil. Let's go, let's go, let's go. Wir brauchen die scheiß Barsche, Mann. Mann, Leute, der Wurm, es funktioniert. Er bleibt dran. Der Finesse-Filet-Worm bringt einen Fisch, doch leider nicht die richtige Art. Trotzdem, die 8 Punkte bringen LMAB dem Finale ein weiteres Stückchen näher. Ein 48er Barsch oder 2 24er würden momentan reichen, um Bullseye von Platz 3 zu verdrängen. Doch auch Bullseye hat noch keine Fullcard und könnte mit dem fehlenden Barsch noch richtig punkten. Schüttelt wie ein Barsch, schüttelt wie ein Barsch. Achtung, Achtung. Jetzt kein Barsch, oder? Doch. Was für eine? Ah, scheiß Rapfen. Fix. Gibt's doch nicht. Ah, das gibt's echt nicht, hey. Gerade gesagt, letzter Wurf an der Stelle. Und ich habe schon gedacht, wir hätten den erhofften Barsch. Aber es ist wieder ein Rapfen. Ah, schade. Wir hauen ab, Spotwechsel. Ja. Das Rennen zwischen LMAB und Bullseye bleibt weiter extrem eng. Hearty Rice ändert derweil den Plan. Dann hören wir jetzt auf, wir brauchen jetzt sowieso eine Weile, bis wir runterkommen. Wir brauchen die Zeit da. Aus. Das macht uns nicht glücklich. Hier, ich hätte so gehofft, dass ein Barsch sofort einsteigt, aber leider spielt das nicht. Hearty Rice beendet die Power Hour ohne Fisch. Gucken wir mal, ob LMAB hierbei mehr Glück hat.
Wir kündigen an unsere Power Hour und werden versuchen, einfach ein bisschen zu schleppen hier auf der Kante. Ich sehe das auch als die einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie Fische zu finden. Ich glaube, dass sie durch den Wind wirklich zerstreut sind, nur noch kleine Einzeltrupps irgendwo unterwegs sind, nicht mehr so große Gruppen, wie wir sie hatten. Und das wird sehr, sehr schwer, die jetzt geworfen zu finden. Und deswegen ist es am besten, sie jetzt geschleppt zu searchen. Und ich hoffe einfach, dass wir sie finden. Wenn wir sie finden, dann können wir sie auch fangen. Fisch! Oh, Schatz! Nein, nein, nein! Fuck! Oh Gott. Wo ist denn Zander? Hey, der schüttelt sich so dolle. Zander. Ja! Zander, der schüttelt sich so dolle. Das kann Zander sein. Der nächste im Freiwasser auf dem Chatties. Voll eingestiegen über dem Kraut. Sehr gut, sehr gut. Krieg mal. 64, 65. 65. Das sind 65er. 65, ganz gerade. Uiuiui. Quick Release. Tada! Los, weiter. Komm. Tobi holt das nächste Upgrade für B1 und so langsam können die Underdogs aus Brandenburg den Sekt kalt stellen. Mit fast 700 Punkten sollte ihnen die Finalteilnahme kaum noch zu nehmen sein. Barsche wollen halt bei uns gar nicht und wir haben ja noch die Powerstunde. Wir haben gesagt, bevor wir da gar nichts machen, versuchen wir es hier mit Schleppen auf Barsch mit kleinen Wobblern. Das funktioniert oft recht zuverlässig. Natürlich brutale Bedingungen. Ne? Also das ist ein ganz, ganz alter Freund von mir, Rapala Fat Rap Chat, glaube ich, oder Chat Rap Fat Chat, genau. Und ja, alternativ dazu habe ich natürlich ein paar andere Crankbaits, die alle so zwischen 3 und 6 Meter laufen. Jetzt hören wir mal auf zu labern, jetzt müssen wir mal schnell. Wir müssen echt loslegen, Mann. Nun also befinden sich die nächsten 3 Teams in der Power Hour. LMAB und Bullseye kämpfen um Platz 3, indem sie auf Barsch schleppen. Tabellenführer Abu versucht es pelagisch auf einen großen Hecht. So initially we thought the wind was gonna blow too much to do any pelagic fishing, but in this bay we're pretty protected. It is rough, but we think it's possible. We start 1 hour to find some fish and fish them pelagic with the big soft baits and try to get the big one this way. Yeah, quite short. Good. Close. Yeah. Deeper, deeper. Take the other one. There. Yeah, there we go. Yes? Yeah, yeah, yeah. Big pike, big pike. Go for it, go for it. Go for it. Wait, wait, wait. There, there. Ah, yeah. Good? Yeah, no more, more, more. All the way down there. Stop it, slowly stop it. Yeah, and now slow retrieve. They're big, but they're so smart. Gut, dass wir das nur 1 Stunde am Tag machen dürfen. Länger habe ich auch keine Lust dazu. Ja, it is not good for you, huh? Bah. Eklige Angelei. Ja, wir setzen jetzt natürlich auf diese Trolling-Geschichte. Leider läuft unsere Zeit echt schnell weg. Und das ist natürlich, wenn man hier sitzt und einfach den Router hält, ist ein bisschen irgendwo frustrierend. Aber wir werden das auf jeden Fall in ein paar Minuten durchtesten für unsere Power Hour. Oder ist Kraut drauf? Fuck, ist Kraut. Fuck. Schade. In der Tat.
Anspannung steigt langsam ein bisschen. Jetzt sind wir wieder an einem Platz gehabt, wo wir die letzten Tage auch ein paar Kontakte hatten. Versuchen jetzt hier nochmal einen Barsch zu bekommen. Und dann nochmal auf Zander, aber ob das aufgeht, wir werden sehen. First cast. First bite. Fisch. Sehr, sehr schöner Fisch. First fish. Fisch. Oh, ja. Oh, Junge. Also ein richtiges Monster. Wow, that's really big. Scale Boost ist ein Hologramm, das ein naturgetreues Schuppenmuster imitiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Holofolien verwendet Scale Boost eine holographische Folie, die komplexe Reflexionen wie von echten Fischschuppen erzeugt. Hardbaits mit Scale Boost triggern aggressive Bisse, auch unter schwierigen Bedingungen. Das ist Scale Boost. They really don't want to bite, huh? It's insane. Nothing to do about it, huh? Yeah, what can we do? What can we do? Also wir sind jetzt in einer richtigen Scheißsituation. Wir wollten jetzt mit schleppen, aber es gefällt uns jetzt auch nicht irgendwie so richtig. Und ich habe da noch einen Barschplatz da oben. Man fängt halt da dort nicht große. Aber wir werden jetzt ein kleiner, dass wir alle Fische, die wir gefangen haben, in die Wertung bringen, als wenn wir gar keinen Barsch nicht haben. Und darum haben wir uns jetzt irgendwie entschlossen, dass wir die letzte Stunde da dort noch machen. Jetzt könnt ihr mal richtig die Dame halten, dass das noch hinhaut. Come on, take it, take it. Da hat er 1,15 Meter geguckt. 1,15? Ja, big fish, ja? Ja, so frustrating, so frustrierend. Man sieht, die Fische sind da, aber gut, wir angeln ja auch den ganzen Tag schon drauf rum hier geworfen. Beißen nicht. Ja? Schon hart. Komm, lass uns die Enten und Gänse anschauen. Ich wollte an der Stelle noch mal meine Mama und meine Oma grüßen. Beide hatten Geburtstag. Mutter gestern, Oma vor 4 Tagen. Alles Gute noch. Mehr kann man an dieser Stelle nicht mehr sagen. Zum Fischen hat es keinen Wert mehr, irgendwas zu erzählen. Während Philipp und André den Misserfolg mittlerweile mit Humor nehmen, ärgert sich Pascal noch so, als hätte er weiterhin Hoffnung aufs Weiterkommen. Mann! Dranbleiben. Wusa. Schön hier. Echt. Doch. Power Hour ist vorbei. Wir werfen Die Anspannung ist aber nicht vorbei. Nein, es ist immer noch ein bisschen windig, muss man echt sagen. Wir versuchen jetzt hier zu werfen. Wir haben einen Spot, der etwas kleinere Barsche hält in der Regel, die man auch vielleicht probieren könnte. Das Problem ist, jetzt langsam ist die Zeit fast vorbei. Sehr, sehr schwierig jetzt zu wissen, was man machen soll. Ein Spot mit vielen kleinen Barschen könnte tatsächlich der Schlüssel zum Weiterkommen sein.
Doch Daniel und Enrico wissen natürlich nicht, dass ihnen momentan 2 kleine 24er Barsche reichen würden, wenn Markus und Herbert keinen mehr fangen sollten. Nach Bullseye und LMAB beendet auch Abu die Power Hour. They are just not biting at all. Is there a weed over there? Should we go there? Yeah. Yeah, that's all we can do. Let's do that. Ja, Fisch. Komm. Ready? Zander. Safe! Ja, es war nicht der größte, aber jetzt sind wir ganz nah dran an der Full Card. Genau 50. Ja, 51. Und release it, baby. So, schick deine Mama vorbei. Yes! Jetzt wird's doch noch ein heißer Endspurt. Ein mittlerer Zander für Pascal und plötzlich ist auch Hearty Rice wieder in der Verlosung um die Finalteilnahme. 2 35er Barsche würden zum Beispiel schon für den 3. Rang reichen. Die letzte Stunde bricht gleich an und das Rennen um Platz 3 ist völlig offen. Zander, komm. Zander. Ja, da ist er. Du oder Zander. Schön. Ein Setti. Siehst du, Köderwechsel, Spinnerbait. Der könnte noch mal eine Verbesserung sein. 62. 62. Der ist grantig. Grantig ist er. Ja. Weiter geht's. Hecht wäre noch schön. Ja. Ein schöner Zander, aber kein Upgrade für Frank und das B1-Team, doch das können sie verschmerzen. Pascal hat nach seinem Zander nun richtig Blut geleckt und ist auf der Suche nach seiner Geheimwaffe. Wo ist ja mein Stinkenkram hier? Nitro Booster, da unten. Bringt manchmal den extra Reiz für die Zander, dass sie noch mal zupacken. Manchmal habe ich gute Erfahrungen mit, manchmal weniger. Aber anscheinend mögen sie es. Ah, habt ihr das gesehen? Nee. Auswerfen, gleich wie ein Fisch? Ja, sofort drauf. Noch ein Zetti. Oh, gibt's ja nicht. Ist ja irre. Nee, ein Hecht. Ein kleiner. Ein Kleiner Hecht. Kumpel. Ja. Kleiner, den brauchen wir auch nicht messen. Kleiner Esox. Hopp. Ja. Ja, unser großer Plan, noch einen großen Hecht zu fangen, ist soweit erstmal aufgegangen, war Frank. Ja. Wir haben jetzt den Meter noch gekriegt. Wir haben auch noch den 44er Barsch bekommen. So 3 Zander, glaube ich, war? Ja. Den Hecht noch. Und wir hoffen natürlich jetzt noch in der letzten Stunde, dass wir vielleicht noch einen schönen Hecht erwischen. Das ist jetzt der Plan. Deshalb gehen wir jetzt ein bisschen größer ran mit den Ködern und werden jetzt mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie einen richtigen Herrn hier ans Band bekommen. Ja, das ist das Ziel. Aber ja, wir sind guter Dinge. Also die Stelle ist top, der Wind ist top, ja. Die Trübung ist auch gut. Vorhin war es ziemlich aufgewühlt. Na, Hecht ist ja ein Sichträuber. Jetzt ist Wasser wieder klar durch die Strömung. Und ja, wir sind guter Dinge. Hoffentlich klappt's. Luxusprobleme bei B1. Hearty Rice schöpft dagegen alle Möglichkeiten ihrer Tackleboxen aus, um die Karte doch noch voll zu bekommen. Jetzt kommt noch mal ein Jigspinner dran. Bisschen schwerer. Ich werde jetzt auch noch mal in der Buhne fischen, um vielleicht zu gucken, ob ein Barsch kommt. Und gleich werde ich auch noch mal draußen auf Zander jiggen. Ende. Die Jäger geben alles, doch auch die Gejagten, nämlich das Bullseye-Team, tun ihr Bestmögliches, um ins Finale einzuziehen. Das ist wie so eine kleine Henkersmahlzeit, was wir da haben gerade. Aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir an dem Platz bleiben. Da haben wir schon Barsche gefangen einmal. Jetzt machen wir mehrere Methoden und irgendwie
versuchen wir halt den Barsch zu fangen. Wenn uns das gelingt, dann sind wir richtig geil, gell? Dann sind wir richtig geil. Fällt auch eine gewisse Last ab. Also ich habe gewusst, dass der Barsch für uns schwer wird, aber dass er so schwierig wird, hätte ich nicht gedacht. Aber wir kämpfen bis zum Ende. Ich bin fest entschlossen, hier noch einen maßigen Barsch zu fangen. Also schön so, wenn es nicht beißt. Ist auch mal angenehm. Hey! Kann man mal ein bisschen die Nature, Mother Nature genießen. Fisch oder Grad? Fisch. Guter Fisch. Guter Fisch. Echt wahrscheinlich. Du musst nach vorne, sonst kann ein Kescher nicht lösen, aber ich nicht aus der Ecke hinten. Weg, 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 weg. Nee. Was denn? Waller? Viel schlimmer. Barsch? Karpfen? Nee, scheiß Brasse. Brasse. Okay. Was habe ich falsch gemacht heute? Sag mir mal, was ich falsch gemacht habe. Boah. Ja, was soll ich sagen? I have a bream. Ja, woran hat es gelegen? Das fragt man sich nachher immer. Am Ende fragt man sich dann immer. Woran hat es gelegen? Ja, das fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat. Woran es dann gelegen hat? Ja, das fragt man sich. Aber da sieht man mal wieder, nur an Tagen wie heute, ne? Gestern haben wir uns nicht gefragt, woran es gelegen hat. Wenn es läuft, ist es egal, woran es liegt. Es liegt, dass wir im Turniermodus sind und unbedingt was erzwingen wollen. An denen liegt es. Hätten wir diesen einen Barsch, dann darf wir wahrscheinlich noch 5 andere Fische fangen. Barsch! Ah, schon wieder ab. Jetzt hör auf! Ja! Gibt's doch nicht! Grütze, 5 alle. Was ist heute los, ey? Oh, Kinder, 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 ey. Ich muss noch heute in die Irrenanstalt. Es ist echt unglaublich. Herbert, komm jetzt fischen. Was bist denn du am machen? Ich mache eine Spezialmontage, wo man was fängt. Fisch ab! Komm, und weiter. Na, jetzt wenn wir untergehen, dann gehen wir mit Würde unter. Genau, dann gehen wir wenigstens Dann gehen wir mit mit Würde Schirm, unter. Charme und Melone und immerhin das. Wahnsinn. Die Ausgangslage für die letzten Minuten ist klar. LMAB braucht einen großen oder 2 kleine Barsche, Hearty Rice 2 Fische mit je 70 Punkten und Bullseye kann mit einem Barsch das Finale klarmachen. Die Uhr tickt gnadenlos runter und LMAB hat nochmal den Spot gewechselt. Sie brauchen nur 2 Barsche, die etwas über Maß sind für das Finale. Das ist nicht dein Ernst. Hä? Nicht dein Ernst, Alter. Nicht dein Ernst. Das ist nicht Ich dein denke, der Ernst. hätte Maß gehabt. Ehrlich gesagt. Der war tiny, aber 24 hätte er gehabt. Mann, ey. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Darf man gar keinem erzählen. Wir haben so viele Barsche gefangen an den Spot. So viele. Und heute ist der Spot tot. Tot! Das darf man keinem erzählen, echt. Es ist so ein Scheiß und es frustriert so hart. Wecker.
Junge. Biss gehabt gerade. Jetzt geht's aber ab, die letzten Minuten hier, ey. Meine Herren. What lies beneath can no longer hide. New Mega Imaging Plus uses high-frequency sonar to show you fish and structure up to 200 feet below your boat and 200 feet out to either side. No more secrets, no more guesswork, just a clearer picture of the world below, down to a fish's species and direction. Because more detail means more of this. Only from Humminbird. Genau 5 Minuten noch, Leute. Ja, ein kleiner ist schon raufgegangen. Vielleicht hätte er auch Maß. Jetzt muss noch 2 raufgehen. Aber da, oh, da war wieder ein Biss. Es ist nicht unmöglich. Fisch? Nein. You have a jig spot on there? Ja, der hatte Maß, definitiv. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein. Es kann doch einfach nicht wahr sein, Mann! Da ist er. Keep bringing it in, keep bringing it in. Keep bringing it in. It went off? Ja. Ah! Schön auf Zug bleiben, nicht dass das Schweine ausschlitzen oder irgendwie zu. Und die Zunge, ich habe bloß eine 23er Schnur. Das ist ein Barsch, hat 22. Bring ihn in die Nähe. Der kämpft wie ein Großer. Ja! 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 Nein! Ich hab gewusst, dass ich das machen muss. Schau so. Also, wir müssen das Maßband schnell. Halt den mal fest. Der darf nicht mehr aus dem Kescher raus. Ah, das gibt's nicht. Ey. Also vorher ist unsere Scale schon über Bord beim Wind. Ob es natürlich reicht, jetzt schauen wir da her. Ja, das sind schöne, 39. Geil, 39er Barsch. Bau, bau, bau! Schön ab. Geil! Oh, wir sind geil. Ob es reicht, ist wurscht, aber wir haben die Karten voll. Geil. Unglaubliche Schlussminuten. Nach den Aussteigern bei LMAB holt Herbert mit einem 39er Barsch die Full Card für Bullseye und versetzt seinen Kontrahenten damit den endgültigen K.O. Zeit für die Abschlussworte der Angler und die Siegerehrung, bei denen die Teams ihre Platzierung erfahren werden. Das war der letzte Wurf für uns bei der YPC Boot 2022. Ich glaube, wir müssen nichts mehr sagen. Philipp? Ja, tut uns auf jeden Fall leid. Wir hätten euch echt gerne ein paar Fische in die Kamera gezeigt. Und wir hatten gestern
ein 100%iges Vertrauen in die Stellen hier, weil es im Training so perfekt lief. Wir haben uns die Stellen gestern neu gesucht, haben uns überlegt, wie wir die beangeln wollen und haben sofort Fische gefangen. Und gestern hätten wir die Karte mehr oder weniger, die komplette Karte voll gemacht und das in 2 Stunden. Wir haben heute bestimmt 7 Stunden durchgejiggt. Das, was gestern noch perfekt funktioniert hat, sollte heute einfach nicht sein. So ist es. Einfach enttäuschend, ehrlicherweise. So ist es. Jetzt geht's heim. So ist das Angelleben. Macht's gut. Feierabend. Eigentlich sind wir froh, dass auch Feierabend ist. Ja, ja, für die Nerven auf jeden Fall. Aber wenn wir den Barsch nicht gefangen hätten, dann wäre es richtig peinlich gewesen. Ja. So, jetzt müssen wir, jetzt war es normal fischen. Wer besser ist, ist weiter. Ich hoffe, wir sind da dabei. Ich hoffe es auch. Weil UPC Boot, er 4. Platz, ich 4. Platz. Ich hoffe nicht, dass das auch wieder der 4. Platz wird. Ich hoffe es nicht, aber vom Ufer hat man ein bisschen Pech. Ja. Aber weißt du was, vom Ufer hat man auch noch nicht die richtigen Socken an, Herbert. Achso, wir haben nämlich spezielle Socken, ja genau. Lucky Socks, heute haben sie Glück gebracht. Wir hoffen es zumindest. Ja. Vielen Dank fürs Daumendrücken, wir sind fix und alle, hoffentlich hat es gereicht. Bis denn. Vorbei. Vorbei? Vorbei. Vorbei? Den Duckshad. Wir haben den Meterfisch damit geholt. Das war auch Plan, dass einer einen großen Köder angelt und 1 Meter Hecht kam ja. Jetzt hoffen wir mal und schauen mal, wie sich die anderen so geschlagen haben. Die sind ja alle in Fire in unserer Gruppe, auf jeden Fall richtig stark. Auf jeden Fall, das Boot hat performt heute wieder. 100 Pro. Oder? Also heute war ja schon eine leichte Brise. Das geht so durch die Welle. Und das fährt so sicher, man hat also immer ein gutes Gefühl. Tobi, super Hoffen gemacht. wir mal. Ja. Hoffen wir mal. Schön. Also bis später. Ja. YPC 22 wird wohl voraussichtlich Der ist vorbei. für uns hier vorbei sein in dem Moment. Hat trotzdem mega viel Spaß gemacht. Heute war echt ein anstrengender Tag. War cool mit dir zu fischen. Kann ich zurückgeben. Es hat halt nicht gereicht, wir haben alles gegeben. Eigentlich das, was für mich immer am schwierigsten war, die Hechte, das war wie ein Bilderbuch, bum, bum, bum. Ja. Die haben echt gut geklappt. Das war super, aber dass dann mein Leitfisch, der Zander, also der eigentlich immer klappt und dass der dann solche Mucken macht und wir dann nachlaufen und für den Barsch so wenig Zeit haben. Aber okay, ich meine, das müssen wir zugeben, das haben wir halt einfach nicht gefunden. Es hat Spaß gemacht. Wettkampf ist immer so, einer muss letzter sein, das hilft ja nicht. Gefeitet haben wir. Gegeben haben wir alles. Enrisi, Mann. Nee, ich bin echt hart genervt. Ich kann es auch nicht verbergen, es tut mir leid. Also ich würde es gerne verbergen, aber ich kann es nicht verbergen. So ein, auf Deutsch gesagt, Scheißdreck, dass die Barsche waren einfach immer da, immer. Jeden Tag haben wir haben erst gestern im Training noch bestimmt 7, 8 oder 9 Stück gefangen, 4 über 40. The Worm, Leute. Ja, der Wurm war gut gestern, aber heute hat einfach nichts irgendwie auch nur einen einzigen Kontakt gebracht. Der Wind hat da drauf gepeitscht, alles war aufgewühlt, Kraut war losgerissen. Es nervt mich so hart, aber... Nachhinein, sage ich mal, kann man immer die Sachen anders sehen oder hätte man vielleicht die Sachen anders machen können. Das ist immer einfacher nach dem Turnier, man ist dann immer schlauer, muss man wirklich sagen. Es hat Spaß gemacht, es war der erste Season von der YPC Boat. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Gratulation an alle aus unserer Gruppe, die weitergekommen sind. Sicherlich ist es nicht uns, weil wir haben einfach unsere Karte nicht voll gemacht. Ja, das wird einfach nicht reichen. Heute ist immer noch mein Geburtstag und deswegen würde ich mich nicht das komplett verderben lassen. Ich bin jetzt echt sauer und genervt, aber so ist Fishing, passiert dem Besten. und deswegen... das ist nett. Und deswegen sage ich Tschüss von dieser Stelle. Viel Spaß for the rest of the show. Bis dann. Bis dann, ciao. What a day. A lot of hours without fish. We took a big risk out today, trying to target one big pike. And yeah, you've seen it. We were close, we were very close, but we didn't get it. So yeah, this morning we were still in the lead. Probably we're not anymore. It's gonna be tricky. We're gonna go back and check out the results. Genau.
hoffen, dass wir irgendwie weitergekommen sind. Und dann in der nächsten Episode, wenn wir ins Finale es geschafft haben sollten, dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen anders angeln. Das war viel zu großes Risiko heute. Wir fahren jetzt erstmal zurück. Spaß gemacht hat es trotzdem und ja, hoffentlich sehen wir uns wieder. Yes, ciao, Leute. Let's go. Ja, liebe Angler, vielen Dank fürs Fischen. Wir hatten 2 schöne Tage mit richtig guten Fischen. Herbert, 50er Barsch, Pascal, 1,10 Meter Hecht. Enrico heute noch mit einem 74er Zander, auch bisher der größte im Turnier. Da waren richtig gute Fische bei. Du hast noch 1 Meter gefangen heute, glaube ich. Viele große Barsche haben wir gesehen. Herbert 1,6 Meter. Heute war es nicht ganz so einfach, glaube ich, für die allermeisten. Trotzdem wirklich spannend am Ende. Fangen wir an mit dem Gewinner dieser Gruppe. Abu Garcia, Platz 1 mit über 700 Punkten, ich glaube 710. Sehr gut. Platz 2, vielleicht ein bisschen überraschend, weil nicht ganz so bekannt. Herzlichen Glückwunsch, B1 Bootcenter, ihr seid im Finale. Unglaublich. 2 Teams haben die Barsche dringend gebraucht. LMAB, Enrico und Daniel hätten 2 24er Barsche gebraucht. Oder Bullseye hätte irgendeinen Barsch gebraucht. Ihr habt ihn gefangen, ihr seid weiter, ihr seid im Finale. Ja, vielen Dank auch natürlich an die 6 Angler, die leider nach Hause gehen müssen. Ich weiß, die Trainingstage haben besser funktioniert, aber leider zählt es im Turnier. Und deswegen müssen 6 nach Hause fahren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir freuen uns natürlich wie immer über Likes, über Kommentare, über neue Abonnenten. Und auf jeden Fall bitte nächste Woche einschalten, wenn dann die Finalrunde losgeht mit Bullseye, mit Abu Garcia und mit dem B1 Bootcenter, mit Nace, mit Finval und mit Ilex Ganki. Ich glaube, da ist eine ganze Menge Spannung zu erwarten. Macht's gut, ciao.